Hallo, mein Name ist Florian, aka Cyrael von cyraelpiano.de und im heutigen Video möchte ich euch mal wieder ein Piano-Tutorial mit auf den Weg geben und hier eine klasse Übung, mit der wir wirklich frei am Klavier spielen können. Also das ist eigentlich mehr ein Muster als eine Übung, also ein Muster, was man verstehen muss zwischen verschiedenen Tönen. Ja, also hier geht es viel um Harmonien zwischen den Tönen, aber wenn man das verstanden hat und wenn man das gelernt hat, dann kann man damit wirklich seine eigenen Melodien kreieren und kann hier frei am Klavier improvisieren. Und es zeigt auch wieder, dass man nicht irgendwelche Noten lernen muss, dass man nicht irgendwelche Musiktheorie auswendig lernen muss, sondern man muss nur bestimmte Muster verstehen und wenn man die beherrscht, dann kann man innerhalb kürzester Zeit richtig tolle Musik auf dem Klavier machen, ohne irgendwelche Vorerfahrungen, ohne irgendwelche Vorkenntnisse. Wie das Ganze funktioniert, wie das Muster aussieht, das zeige ich euch jetzt mal direkt am Klavier. So, dann schauen wir uns mal das ganze Muster hier am Klavier an. Dann zeige ich dir mal, was ich mit dem Muster meine und wie man damit wirklich frei Klavier spielen kann. Als allererstes ist es wichtig zu wissen, dass jeder Ton eine Tonleiter hat, logischerweise. Und ich möchte mich hier in diesem Tutorial erstmal nur mit dem Ton C befassen, weil das ist so der bekannteste, die C-Dur-Tonleiter ist die bekannteste Tonleiter, ja, C, D, E, F, G, A, H, C. Ne, das ist die C-Dur-Tonleiter, das sind sämtliche weiße Tasten nacheinander. Hier ist das C, ja, der erste weiße Ton vor den zwei schwarzen Tasten. Und dann die anderen weißen Töne, ne, weißen Tasten. Das sind die C-Dur-Töne, die C-Dur-Tonleiter. Und das Muster, was ich dir zeigen möchte, ist im Prinzip ein Zahlenmuster. Und warum Zahlen? Wir arbeiten doch mit Tönen, aber wir können ja jedem Ton hier eine Zahl geben. Also logischerweise ist das der Grundton, also ist das die Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das sind die 7 Töne. Das C hier oben wäre dann der 8. Ton, aber hier geht ja dann schon die nächste Tonleiter wieder los. Ne? Also wir können das Ganze nummerieren, wir können jedem Ton eine Zahl geben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und aus diesen Zahlen können wir jetzt Muster bilden und wenn wir diese Muster miteinander spielen, dann bilden sich im Prinzip die Melodien, die es ja in hunderten Songs gibt und die immer wieder verwendet werden und die wir immer wieder in verschiedenen Arten und Weisen spielen können. Ne? Und da gibt es natürlich Muster, die eher miteinander harmonieren und Muster, die eher nicht so miteinander harmonieren. Ja, da gibt es verschiedenste. Und das ist das, was ich dir heute zeigen möchte. Ich möchte dir mal ein Muster zeigen, was in hunderten Songs vorkommt und was du dann in jeder Tonart spielen kannst. Also nicht nur C-Dur, wenn du das Muster verstanden hast, dann kannst du das in jeder Tonart spielen, kannst auf verschiedene Arten und Weisen spielen und somit wirklich ohne jetzt irgendwas auswendig zu lernen, ohne Noten vor dir liegen zu haben, kannst du das Ganze einfach frei spielen. Und dann sage ich dir jetzt natürlich, welches Muster ich meine. Also ich habe ja gesagt, das ist alles nummeriert. Wir fangen beim Grundton an, das ist das C. Und jetzt nehmen wir den 6. Ton. Das ist wiederum gleichzeitig die parallele Molltonart. Also das wäre schon mal das Erste, was du dir merken musst. Wir brauchen den Grundton und wir brauchen die parallele Molltonart. Die parallele Molltonart ist immer der 6. Ton der Tonleiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist das A. Beziehungsweise mache ich es immer so, 3 Halbtonschritte zurück. Ne? Ein Halbtonschritt ist immer der unmittelbare Schritt von einer Taste zur anderen. Das heißt hier, das sind 3 Halbtonschritte, ist auch A-Moll. Ne? A-Moll. Okay, also wir brauchen die parallele Molltonart vom Grundton, A-Moll, 3 Halbtonschritte zurück, beziehungsweise der 6. Ton. Und dann brauchen wir den 4. und den 5. Ton. 1, 2, 3, 4. Der 4. Ton ist das F und der 5. Ton ist das G. Ja, also Grundton, parallele Molltonart, 4. Ton, 5. Ton. Also C, Dur, A-Moll, F-Dur, G-Dur. Das sind erstmal die 4 Töne, beziehungsweise 4 Ziffern dieses Musters, die du dir merken musst. Also sonst können wir jetzt hier nicht weitermachen. Das würde ich dir erstmal empfehlen. Das ist jetzt eigentlich das Einzige, was du wirklich hier auswendig lernen musst. Der Rest ergibt sich dann eigentlich von selbst, ja. Also musst dir wirklich merken, vom Grundton 3 Halbtonschritte. Da bin ich beim parallelen Mollton und dann brauche ich noch den 4. und 5. Ton.
Ja, das kann man einfach abzählen vom Grundton, ja. Dafür muss man natürlich die Tonleiter kennen. Das ist auch eine Voraussetzung. Das heißt, ich muss natürlich wissen, was ist die C-Dur-Tonleiter, damit ich natürlich die Töne abzählen kann, damit ich sagen kann, okay, das ist der 4. und 5. Ton. Da muss ich natürlich die Tonleiter kennen. Oder du merkst dir natürlich, wie das Ganze hier klingt, ja. Ja, das hat ja, diese Kombination hat ja einen ganz bestimmten Klang. Ja. Das heißt, du kannst es auch nach Gehör finden natürlich. Wenn du jetzt eine andere Tonart nimmst, dann kannst du dich natürlich ausprobieren. Wenn du jetzt F-Dur nimmst, ja, willst dasselbe Muster spielen, dann kannst du es natürlich probieren. Du weißt, nee, nee, okay. Das wäre jetzt in F-Dur dasselbe Muster, ja. Das ist jetzt einfach nach Gehör, wenn du die Tonleitern nicht drauf hast. Ansonsten würde ich natürlich dir empfehlen, die Tonleitern zu lernen, weil dann kannst du es einfach abzählen. Hier F-Dur-Tonleiter. Geht so, ja. Und 1, 2, 3, 4, das ist der 4. Ton, das ist der 5. Ton. Und wenn ich von F-Dur 3 Halbtonschritte rückwärts gehe, 1, 2, 3, ist das hier der Mollton. Ja, jetzt nur am Rande, wie du die Töne finden kannst. Das ist natürlich das Wichtigste. Du musst das Muster kennen und dann musst du die Töne finden und dann, ja, hast du schon 80% geschafft. Der Rest ist dann einfach nur noch spielen. Aber wir bleiben jetzt bei C-Dur, ne? Das war jetzt nur ein Beispiel mit F-Dur, wie du das finden kannst. Also C, A-Moll, F-Dur, G-Dur. Das würde ich dich bitten, erstmal zu üben, einfach das hier mal anzuschlagen, ja, zu wiederholen. Im Prinzip musst du dir nur merken, ja, 1, 4, 5 Moll zum Beispiel, das sind erstmal die 4 Töne, ja, 1, 4, 5 Moll. Das ist eigentlich das, was du dir merken musst. In welcher Reihenfolge du das jetzt spielst, bist du offen, ja, da kannst du dich einfach mal ausprobieren. Du kannst mit Moll anfangen, du kannst mit dem 4. Ton anfangen, ja, du musst einfach nur wissen, in welcher Tonart bewege ich mich und was sind die jeweiligen Töne. Ja, du weißt dann, okay, 1 ist das C, Moll ist die Molltonart, das ist der 4. Ton, das ist der 5. Ton. So, aber das ist erstmal das Grundsätzliche, ja, einfach merken, 1, 4, 5 Moll, ja, 1, 4, 5 Moll. Kannst du auch so machen, ne, oder du sagst 1 Moll, 4, 5. Okay, ja, dass du das erstmal weißt, dass du dir das auswendig merkst. Und wenn du das soweit drauf hast, dann suchst du dir jetzt eine Reihenfolge aus, wie du das Ganze spielen möchtest. Und da würde ich dir jetzt einfach mal ein Muster vorgeben zum Üben. Und danach würde ich dir das überlassen, auch als Übung, dich hier einfach mal ein bisschen auszuprobieren und hier zu improvisieren. Ja? Und ich zeige dir mal, wie das Ganze klingen kann. Und das ist jetzt wirklich einfach nur mit diesem Muster, werde ich jetzt das frei improvisieren. Ja? Und um dir dadurch auch zu zeigen, wie frei du hier einfach spielen kannst, wenn du dieses Muster kennst. Ja, und jetzt würde ich dir einfach mal ein Muster zeigen, wie man das Ganze spielen kann. Ja, also würde dir erst mal eine Reihenfolge vorgeben, das kannst du dann üben. Und wenn du das soweit drauf hast, dann kannst du dich auch selber mal ausprobieren und mit diesen 4 Tönen mal deine eigene Reihenfolge, ein eigenes Muster bilden. Wir fangen jetzt bei dem Muster, was ich dir zeigen möchte, fangen wir einfach mal mit Moll an und dann springen wir zum 4. Ton, dann zum Grundton und dann zum 5. Ton. Ja, das klingt dann wie folgt. Zum Beispiel, ja, das war jetzt einfach mal frei improvisiert. Ich habe jetzt hier einfach mal frei gespielt, unterschiedlich angeschlagen. Ja, ist jetzt alles gar nicht so wichtig eigentlich. Wichtig ist zu verstehen, dass ich einfach dieses Muster anwende und daraus eine Melodie mache. Ja, das Einzige, was ich gemacht habe, war, ich habe mit der Molltonart angefangen von C-Dur, also A-Moll. Dann bin ich zum 4. Ton gesprungen, zu F-Dur. Ja, das ist F-Dur. Dann C-Dur. Das ist der Grundton und dann der 5. Ton G-Dur. Also was ich gespielt habe, ist Moll, 4. Ton, Grundton, 5. Ton, ja? Also von diesem 1, 4, 5 Moll habe ich im Prinzip gespielt Moll, 4, 1, 5. Ist jetzt zum Beispiel eine Reihenfolge, wie man das Ganze spielen kann. Ja, und das heißt, jetzt kannst du das einfach mal probieren. Du kannst einfach wirklich mal erstmal A-Moll anschlagen, kannst auch die linke Hand erstmal weglassen. Hier spiele ich einfach den Grundton mit. Und jetzt schlagen wir auf der rechten Hand mal A-Moll an. Ja, das ist der 1. Ton hier.
dieses Musters. Dann springen wir zu F-Dur. Und das ist übrigens F-Dur in der ersten Umkehrung, ja. Was Umkehrungen sind, das könnte ich jetzt nochmal in einem extra Video erklären. Im Prinzip hast du immer den Grundakkord, ja, um das kurz am Rande zu erklären. Nehmen wir mal, weil wir jetzt gerade bei F-Dur sind, nehme ich mal F-Dur, ja, also das wäre F-Dur im Grundakkord, ja. F, A und C. Und jetzt kann ich natürlich F-Dur auch eine Stufe höher spielen, den Akkord, ja. Das wäre ja auch, das ist ja auch F, A und C plus ich fange mit dem A an, dann spielt das C, dann spielt das F, ja. Logischerweise muss im Akkord der Grundton immer enthalten sein, das heißt, das F muss mit dabei sein und dann kann ich das F auch hier oben spielen. Das wäre jetzt in der zweiten Umkehrung. Wir haben immer 2 Umkehrungen, ne? Grundton, erste Umkehrung, zweite Umkehrung. Ist auch wieder was man üben könnte, jetzt diese Akkorde, diese Umkehrung zu üben. Hier kannst du es dir auch einfach merken, wenn ich es dir hier zeige, ne? Dass ich das so spiele. Das bietet sich einfach an, weil ich A-Moll im Grundakkord spiele und ich muss nur mit dem kleinen Finger hier hochgehen und spiele dann F-Dur in der ersten Umkehrung. Also A-Moll, F-Dur. Dann springe ich hier rüber, C-Dur, ja. Auch wieder C-Dur in der zweiten Umkehrung, ja. Grundakkord C-Dur, erste Umkehrung, zweite Umkehrung, ne? C-Dur in der zweiten Umkehrung und dann springen wir zu G-Dur. Das ist jetzt G-Dur im Grundakkord, ne? Ja. Einfach auch, weil es sich anbietet, ne? Weil wir ja wirklich hier nur, beziehungsweise kann ich es auch so machen, weil wir ja wirklich nur diesen kleinen Sprung hier machen dann. Und das ist natürlich sehr cool. Sowieso, wenn du hier so eine Melodien bildest, selber mit diesem Muster, würde ich dir immer empfehlen, mach die Sprünge nicht zu groß, dann klingt es besser, ne? Also wir könnten natürlich jetzt auch hier runter zum F-Dur springen, dann hier hochspringen zu C-Dur. Geht auch und dann zum G-Dur. Also wir könnten alles in der Grundstellung spielen. Das kannst du auch für den Anfang üben, ja, wenn das mit den Umkehrungen ein bisschen zu kompliziert ist, wenn du es noch nicht ganz verstanden hast, dann spielst du das Muster einfach hier in den Grundtönen. Ist ja genau dasselbe, ne? A-Moll, F-Dur, C-Dur, G-Dur. Aber ich finde, es klingt halt schöner, wenn man die Sprünge kleiner macht und das in den Umkehrungen spielt. Ja, dann klingt es so. Klingt komplett anders, ja, also ich spiele genau dasselbe Muster, ich spiele genau dieselben Töne, ich spiele sie nur in anderen Umkehrungen zum Beispiel, ja. Und da siehst du ja schon, wie viel das ausmacht, ja. Einfach nur anhand, wo ich jetzt hier im Akkord hinspringe, wie sich die Melodie auch verändern kann. Einfach nur mit demselben Grundmuster. Es ist einfach immer dasselbe Muster, was ich hier anwende. Ich verwende immer den Mollton, den Grundton, den vierten und den fünften Ton. Bloß in verschiedenen Reihenfolgen und in verschiedenen Umkehrungen und schon bilde ich hier meine eigenen Melodien, ja, und meine eigene Variation. Und das ist das, was ich dir hier mitgeben möchte. Deswegen sage ich auch, das ist der Trick fürs freie Klavierspielen. Man kennt dieses Muster und jetzt wendet man dieses Muster an in verschiedenen Kombinationen. Man sagt, ich fange mit Moll an, ich kann auch mit dem Grundton anfangen. Dann springe ich zum vierten Ton, dann springe ich zum Mollton und dann zum fünften Ton in der Umkehrung oder zum fünften Ton hier unten. Ja, ist ja alles G-Dur hier. Und da kannst du dich einfach ein bisschen ausprobieren. Ne? Du kannst erstmal das Muster hier üben, anzuschlagen und zu spielen. Erstmal so voll, wie ich es dir hier zeige. Und dann, wenn du das drauf hast, dann kannst du das Ganze noch verfeinern oder kannst andere Muster ausprobieren. Wenn du das Ganze verfeinern möchtest, also wenn du erstmal bei der Kombination hier bleiben möchtest, dann kannst du sagen, ich nehme die linke Hand dazu, ja, spiele hier den Grundton mit, das A, kannst natürlich erstmal einzeln hier mitnehmen, du kannst auch in der Oktave spielen, ich spiele jetzt mal in der Oktave, ja, und dann spielst du ihn links mit und dann schlägst du es so, ja, dann spielst du immer links den Grundton mit. Das klingt ja auch schon fett. Guck mal, wie fett das jetzt schon klingt. Und jetzt kann ich da noch irgendein Muster reinbauen, kann ich noch einen Rhythmus einbauen, ja? Oder ich kann die Töne hier nacheinander spielen. Guck mal, wie geil das klingt. Das habe ich jetzt einfach
improvisiert, einfach hier das Muster angewandt und hier mit verschiedenen Rhythmen einfach meine eigene Melodie draus gemacht. Und ich habe hier zum Beispiel dann die Töne des Akkordes einfach nacheinander gespielt und dann immer, wenn ich wieder beim Ausgangston bin, dann habe ich hier die linke Hand mitgespielt, ja. Auch hier, ja, ich kann die linke Hand hier oben spielen, ich kann sie auch hier unten das F spielen. Also hier kann man so viele Sachen ausprobieren, so viel improvisieren. Das kann ich dir jetzt alles gar nicht in einem Video zeigen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du das Ganze machen kannst. Will ich dir jetzt auch eigentlich alles gar nicht zeigen, sondern ich will dir einfach nur den Anreiz geben, hier dich auszuprobieren. Das Einzige, was du lernen musst, was du auswendig lernen musst, ist dieses Muster. Ja, also der Grundton, dann Mollton, 4., 5. Ton. Das einfach lernen und dann kannst du versuchen, hier mal die Akkorde zu spielen. Nimmst die linke Hand mal dazu, machst dein eigenes Muster draus, spielst die Töne mal nacheinander, ja. Und schon ja, hast du deine eigene Melodie geschaffen. Und was du auch machen kannst, ist zum Beispiel einfach, wenn wir uns in C-Dur bewegen, verwenden wir nur die weißen Tasten. Jetzt kannst du auch links zum Beispiel ein Muster machen. Also du sagst, du fängst mit A-Moll an, machst hier ein Muster und dann spielst du jetzt einfach irgendwelche Töne der C-Dur-Tonleiter. Guck mal, ich spiele einfach irgendwelche Töne. Und spiele hier links immer dasselbe Muster. Auch hier spiele ich das Muster, was wir kennen. Ja, ich spiele A-Moll, F-Dur, C-Dur, G-Dur. Also Moll, 4. Ton, Grundton, 5. Ton. Und auf der rechten Hand spiele ich einfach weiße Töne, weil ich weiß, ich bewege mich ja in C-Dur, also hier kann ja gar nichts schief gehen, ja. Und bilde hier einfach meine eigene Melodie, ja, also ist total genial. Total geil. Wo es hier natürlich jetzt ein bisschen sehr tief ist, hier oben klingt es schöner. Ja, also du kannst hier so viel machen, es ist total genial. Also du kannst auch in der linken Hand hier ein Muster spielen, aber das musst du dir jetzt alles gar nicht auswendig merken hier irgendwie, sondern es sollen dir einfach nur Anreize geben, dieses Muster in der rechten und linken Hand einfach mal auszuprobieren. Ja, einfach merken, 1, 4, 5 plus Moll ist das Muster, 1 ist der Grundton, von dem gehen wir aus und dann wendest du einfach das an, was ich dir gezeigt habe. Du kannst gerne das Video auch zurückspulen, pausieren, ja, und kannst das alles in Ruhe mal durchgehen. Aber wenn du das drauf hast, ja, dann bist du wirklich sehr, sehr weit einfach frei am Klavier zu spielen. Du brauchst keine Noten, keine Musiktheorie. Du musst nur solche Muster können und schon kannst du einfach frei improvisieren am Klavier. Ja, das ist das, was ich dir in diesem Video mitgeben möchte. Du kannst wirklich spielerisch Klavier lernen. Man muss nicht denken, irgendwie Klavier spielen, Klavier lernen ist diese Musiktheorie auswendig lernen oder Noten lernen. Das musst du gar nicht. Du kannst einfach wirklich hier, wenn du weißt, wie am Klavier in der Praxis das Ganze spielerisch lernen und dann macht es auch viel, viel mehr Spaß und dann hat man auch wirklich Freude daran, ja, das zu lernen, okay? Das ist das, was ich dir hier als Grundbotschaft in dem Video mitgeben möchte. Okay. Ansonsten noch abschließend gesagt, du kannst das Ganze natürlich dann auch in anderen Tonarten ausprobieren. Ne? Da wieder, wie ich es am Anfang gesagt habe, du musst die Tonleiter kennen oder du findest es nach Gehör raus. Du sagst, okay, der Grundton ist F oder der Grundton ist A oder der Grundton ist H, was weiß ich, oder hier, der Grundton ist B. Und dann guckst du, okay, was ist die parallele Molltonart, was ist der 4. und 5. Ton dieser Tonleiter und dann kannst du hier dieselben Muster bilden. Ja, dann kann ich dasselbe Muster machen, zum Beispiel mit F-Dur. Ja, dann kann ich sagen, okay, parallele Molltonart ist hier D-Moll und dann mache ich das Ganze mit F-Dur. Ja. Ist genau dasselbe Muster wie bei C-Dur. Ja.
genau dasselbe Muster, bloß andere Tonart. Das klingt ja auch ähnlich, ne? Es klingt ähnlich, aber noch mal anders und das ist auch wieder was, ja, da kannst du's dann in anderen Tonarten ausprobieren und kannst so auch sagen: „Okay, geil, ich habe jetzt hier 'ne Melodie, ich habe jetzt hier 'n Muster, das kann ich in C-Dur spielen, jetzt probiere ich das Ganze mal in G-Dur oder in D-Dur oder in F-Dur“, ja? Also, hier sind dir überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Probier dich hier einfach aus. Ich finde, das ist 'ne richtig klasse Übung. Das ist 'n richtig cooler Trick, hier erst mal frei Klavier spielen zu lernen, deine Fingerfertigkeit zu üben, dann auch einfach 'ne Melodie zu lernen, die du anderen vorspielen kannst. Ja, also, du kannst hier so viel einfach lernen, wenn du das Ganze mal ausprobierst. Du verstehst dann auch, wie die Tonleitern sind. Du kennst die Töne, lernst die Töne kennen, ja? Also, du kannst hier so viel lernen in dieser Übung und deswegen finde ich die richtig, richtig klasse und wollte sie euch unbedingt zeigen. Also, viel Spaß hier, das Ganze einfach mal auszuprobieren, das Ganze zu üben, eure eigenen Melodien hier zu bilden und ja, das soll es erst mal gewesen sein für dieses Video. Ähm, Ihr könnt ja gerne mal auch mir Rückmeldung geben, wie euch das Ganze gefällt, ob euch das Ganze weiterhilft und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Üben hier. Wir sehen uns dann hoffentlich in einem anderen Video irgendwann wieder. Bleibt dran, viel Spaß beim Klavierspielen und bis dahin.